Ihr seid hoffentlich bereit für den ultimativen 2023 Flive Universe Jahresrückblick. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Zeit vergeht irgendwie echt seltsam. Man kann sich gar nicht mehr daran erinnern, was man eigentlich vor ein paar Monaten vielleicht sogar erst erlebt hat. Also manchmal kommen mir Sachen vor, das ist doch schon Jahre her oder das ist doch schon Monate her. Und in Wahrheit sind es nur 2 Wochen gewesen oder so. Also kommt immer auf die Perspektive an. Aber manchmal finde ich, liegen Dinge noch gar nicht so weit zurück und man denkt, das ist schon ewig her. Und manchmal liegen Dinge ewig weit zurück und man denkt sich, das war doch gefühlt erst letzte Woche oder so. Also ist ziemlich interessant. Und ich werde nicht für alles jetzt Clips vorbereitet haben, weil das tatsächlich zu viele Sachen sind, weil ich habe jetzt wirklich ziemlich detailliert das ganze Jahr nochmal so, oder nicht das ganze Jahr, also nicht jeden Tag oder so nochmal durchgeschaut, aber ziemlich detailliert wirklich nochmal alles Wichtige, was passiert ist, hier zusammengeschrieben. Und viele Sachen sind aber halt eher Kleinigkeiten, da denke ich mal, hat man das jetzt auch ohne Clip auf dem Schirm. Jedenfalls habe ich am 01.01.2023, also vor knapp über einem Jahr, noch keinen Charakter auf Level 140 gehabt. Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, das ist echt insane. Also aktuell habe ich 15 Charakter auf 144 plus, 15 und vor einem Jahr hatte ich nicht mal einen. Also das ist schon mal ziemlich krass und ich meine natürlich vor einem Jahr ging es auch nur bis 140, muss man vielleicht noch dazu sagen. Also hätte man auch nicht über 140 sein können. Finde ich schon crazy. Und 140 erreicht, also das wäre auch so das erste krasse Ereignis letztes Jahr, habe ich dann am 22. Januar mit meinem Elementor, das war der erste Char von mir, der 140 erreicht hat, mein Burodeng Elementor, mein FEC Elementor, den ich jetzt momentan als High, also mein höchster Charakter momentan ist ja mein FEC Elementor, den habe ich damals noch gar nicht besessen, logischerweise, weil es den FEC-Server da ja noch gar nicht gegeben hat. Und ja, also das ist jetzt damals mein erster Charakter gewesen und der 140 erreicht hat. Und das war schon ein gutes Highlight, beziehungsweise ein kleiner Meilenstein. Bam! So macht man Level 140. Easy. Dann habe ich zudem noch einen Charakter hochgezogen, fast nur mit Tower Dailies. Also ihr könnt euch vielleicht noch an meinen Knight Styler erinnern. Das war dieser eine Knight, Schwert- und Schild-Knight, den ich mal angefangen hatte. Dann habe ich ihn irgendwann liegen lassen. Dann habe ich ihn zu einem AOE-Knight umgebaut mit Warpon-Set und Historic Big Axe. Und den habe ich tatsächlich von Level 78 bis 126 tatsächlich letztes Jahr gelevelt. Und das einfach mal so nebenbei und zu 80% nur mit Tower Dailies. Also ich habe ihn schon auch aktiv gelevelt, so ist es nicht. Aber tatsächlich hat er fast 50 Level gemacht mit Tower Dailies. Also überwiegend Tower Dailies. Also von Level 105 bis 126 war es nur Tower Dailies. Und davor war es, sag ich mal, ein bisschen mehr als 50% vielleicht Tower Dailies. Also ja, ziemlich crazy auf jeden Fall, was mit Tower Dailies alles möglich ist. Allerdings muss ich dazu sagen, es war fast ein ganzes Jahr Tower Dailies. Von dem her wäre es traurig, wenn man in einem Jahr nicht wirklich mehr erreichen würde. Aber da sieht man mal, einfach nur, wenn man täglich seine Tower Dailies macht, was da alles für Möglichkeiten drin stecken, an XP zum Beispiel. Und wenn man zudem noch ein kleines bisschen levelt, kann man auch mit wenig Zeit recht viel erreichen. Dann habe ich natürlich einiges an Equipment geupgradet. Auch das, also wie gesagt, ich habe jetzt alles eigentlich ziemlich chronologisch. Ein paar Sachen sind nicht ganz in der richtigen Reihenfolge. Verzeiht mir das, aber es war echt gar nicht mal so einfach, das alles einzusortieren. Ihr wisst ja, ich lade sehr viele Videos hoch, ich streame fast jeden Tag eigentlich. Da passiert halt dann nun mal auch extrem viel und manchmal ist es dann schwierig, das Ganze noch richtig einzuordnen. Aber auf jeden Fall habe ich einiges an Equipment geupgradet. Anfang des Jahres war es ein Twilight Set plus 8 mit 28% ATK. Die wahrscheinlich schlechteste Entscheidung, die ich in dem Spiel equipment-technisch jemals getroffen habe. Aber naja, sei es drum. Ich habe das Set immerhin noch. Also ich habe es zumindest dann nicht abgegradet und dann für Milliarden Verluste verkauft, sondern ich habe es einfach noch und werde es wahrscheinlich auch niemals verkaufen, weil da einfach zu viel Geld drin steckt und es nichts wert ist im Vergleich dazu. Das nächste war dann ziemlich zeitgleich, beziehungsweise kurz darauf, haben wir das Form-Set von meinem Blade, das ich hier gerade trage tatsächlich. Also das komplette Blade-Equipment haben wir mehr oder weniger innerhalb von 2 Tagen geupgradet. Und das war einmal ein Form-Set plus 10 mit 28% ADK und zweimal Bloody X plus 10 mit jeweils 5 Sockeln, wo überwiegend keine Karten drin sind, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber ja, zweimal Bloody X plus 10 und Form-Set plus 10, 28%. War
Anfang des Jahres so das große Upgrade-Highlight, also komplettes Blade-Equipment geupgradet, dass der einsatzfähig ist für Dungeons und so weiter. Als nächstes kam dann auch schon das Reborn-Update. Könnt ihr euch bestimmt noch daran erinnern, das kam ja Anfang des Jahres im März. Ja, also es war relativ so das erste große, was 2023 jetzt von offizieller Seite, also jetzt nicht von mir persönlich irgendwas war, sondern was jetzt halt vom Spiel einfach passiert ist, nämlich das Reborn-Update. Und es hat einige Änderungen mit sich gebracht. Wir hatten neue Skills für jede Klasse, die 100er-Skills. Wieso habe ich eigentlich keinen Heap abgebufft? Was ist da eigentlich los? Wieso fehlen mir so viele Buffs? Okay. Das erste große Update nach langer Zeit, nach dem Astra-Update im Endeffekt, mit neuen Skills, neuen Dungeons und natürlich auch den Sockeln. Also schon einige Änderungen. Nichts Gigantisches, Monumentales. Also mit den Dungeons hat auf jeden Fall die Art und Weise, wie man Flash Universe spielt, so ein bisschen verändert, weil einfach plötzlich dieser Fokus auf diesen Dungeons lag und vorher gab es die ja einfach nicht. Vorher hat man ja eigentlich nur Clockworks, Red Meteo und Meteo gemacht und ansonsten dann einfach nur gelevelt oder Level Service oder sonst was gemacht. Das hat dann auf jeden Fall nochmal einen neuen Schwung reingebracht. Außerdem 2023 waren die Battle Pässe zwar schon etabliert, aber was 2023 für eine Entwicklung stattgefunden hat, könnt ihr euch ja bestimmt auch fast alle noch dran erinnern. 2023 sind sie mit den Battle Pässen komplett eskaliert. Also angefangen hat es ja normal, in Anführungszeichen, mit 1, 2 Battle Pässen bzw. Event Pässen maximal zeitgleich. Höchstens vielleicht mal ein dritter, der sich überschnitten hat. Gegen Mitte bzw. ja, Spätsommer, also eher schon Herbst, also eher schon Richtung Ende des Jahres, haben sie dann plötzlich komplett übertrieben mit diesen Battle Pässen. Und wir hatten plötzlich teilweise, also eigentlich immer mindestens 4 aktiv und diesen Starterpass haben sie dann irgendwann auch noch reingepatcht. Und dann auch noch irgendwann sogar 5 bzw. sogar 6 Pässe. Natürlich immer nur für einen Tag, dieses 5 und 6, ja, weil dann der eine halt noch lief, während der nächste schon gestartet ist und dann ist der eine wieder abgelaufen, dann waren es wieder nur 4 oder nur noch 5. Aber trotzdem, diese Battle Pass-Eskalation, das war auf jeden Fall auch etwas, was man auf jeden Fall ja, nochmal sich, ach Junge, was ist denn das für eine Hitbox? Was man sich nochmal so ins Gedächtnis rufen kann, das war schon crazy und ich bin froh, dass sie damit aufgehört haben. Grundsätzlich war es zwar natürlich nicht schlecht, weil vor allem als Free-to-Play-Spieler hat man so tonnenweise Power-Ups bekommen und Amplis und lauter solche Sachen, die man normalerweise so nicht so einfach bekommen würde. Das kann schon sein. Aber muss man halt wirklich ein großes Aber noch dahinter setzen. Es war einfach auch wirklich viel Arbeit, diese ganzen Battle-Pässe immer abzuschließen, mit jedem Charakter sich immer diese PK-Kills zu holen und so. Also es war schon auch trotzdem anstrengend. Ja. Also es war ein zweischneidiges Schwert. Es war anstrengend, gute Belohnungen, aber es hat auch heftig genervt, diese ganzen Belohnungen sich abzuholen. Hat viel Stress bedeutet. Dann haben wir ein bisschen später, das war dann schon während dem FEC-Server, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir noch 2 Demois plus 19 geupgradet auf Borodeng. Das sind auch die Demois, die ich gerade trage. Das lief auch extrem gutes Upgrade. Rückblickend betrachtet aber dann irgendwie auch wieder ein bisschen unlucky, weil ja dann das Update mit dem Schmuck und so kam. Und ich persönlich bin halt der Meinung, oder was heißt ich bin der Meinung, aber warum soll ich einen Demois plus 19 zerstören, wenn ich auch eine Gore plus 20 machen kann zum Beispiel und die zerstören kann, wenn ich sie sowieso nur für Fragmente eintausche. Also einen Demois plus 19 zu zerstören, macht eigentlich nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach, weil den könnte man ja auch so weiter benutzen. Natürlich kann man auch den Ultimate Demois weiter benutzen und weiter tauschen, der ist ja auch ungebunden und so, keine Frage. Aber so hättest du dann halt einfach beides. Also ist jetzt irgendwie rückblickend so ein bisschen blöd gelaufen, aber ist egal, auf jeden Fall jetzt ein Demois plus 19 mit 311 Tries und ein Demois plus 19 mit 0 Tries. Das Upgrade lief ziemlich gut, deswegen kann man sich eigentlich nicht wirklich beschweren, weil diese 311 Tries hätten wahrscheinlich, wenn man jetzt vom Durchschnittswert ausgeht, wahrscheinlich nur so 150 sein sollen. Diese anderen 160 Tries hätten wahrscheinlich noch in das Upgrade der beiden Demois auf plus 19 fließen müssen. Aber dadurch, dass ich da relativ viel Glück hatte, haben wir da jetzt halt schon 311 Tries. Und deswegen ist das auch eins der Schmuckteile, die ich dann plus 20 machen werde. Hoffentlich beim nächsten Schmuck-Upgrade-Event. Und dann in Ultimate-Materialien umtausche, um daraus dann Ultimate-Schmuck herzustellen. Aber ja, das war auf jeden Fall auch ein heftiges Highlight. Schmuck plus 19 ist nicht so einfach zu bekommen. Vor allem nicht Free-to-Play. Und von dem her auf jeden Fall war das cool. Dann hoffe ich, dränge ich dran, euch hier das FEC-Ausbeute-Video zu verlinken. Der FEC-Server ist natürlich gestartet und wir haben dort sehr viel erreicht. Und das Hauptsächliche, was man dort bekommen konnte, war ja Equipment für bestehende Charakter, beziehungsweise halt accountgebundenes Equipment konnte man sich erspielen.
dass man dann natürlich mit auf die Main-Server mitnimmt. Und da habe ich natürlich einiges erreicht. Ja, das werde ich jetzt auch gleich nochmal auflisten kurz, also grob. Aber wie gesagt, wer die volle, ausführliche Version der FEC-Ausbeute sehen will, sollte sich auf jeden Fall das Video angucken. Aber ja, FEC-Server ist gestartet mit Doppel-XP, Doppel-Drop, Doppel-Upgrade-Chance. War ein großes Ereignis. Viele trauern dem Ganzen noch hinterher, dass es schon vorbei ist. Oder viele trauern dem Ganzen hinterher, dass sie es nicht miterlebt haben. Wie auch immer, war auf jeden Fall ein heftiges Ereignis und wahrscheinlich das größte Ereignis im Jahr 2023, auch wegen der Langwierigkeit und des anhaltenden Effektes davon. Weil ja bis das New Horizon Update kam, war ja das FEC-Equipment dann auch einen Monat lang zumindest das Nonplusultra, das beste Equipment im Spiel. Außerdem ging der FEC-Server selbst fast 5 Monate. Also war einfach so das größte Ereignis eigentlich 2023, kann man wirklich sagen. Obwohl wir 2 große Updates hatten, war, denke ich, doch der FEC-Server das krasseste, was passiert ist und was die größte Auswirkung auf das gesamte Spiel hatte. Aber ja, zur Ausbeute nochmal zusammengefasst. Ich habe 5 FEC-Sets plus 10 gemacht, 3 FEC-Waffen plus 10 und ein Bloody-Set plus 10 geupgradet. Also das war so meine grobe, wie gesagt, gesagte FEC-Ausbeute equipment-technisch. Und dann habe ich mir noch 2 Schmucks, also insgesamt 4 Schmucksets tatsächlich erfarmt. Fürs reine Farmen, anders als bei dem neuen Schmuck, der durch New Horizon eingeführt wurde, war es tatsächlich so, dass man sich den Schmuck einfach holen konnte, ohne zusätzliche Kosten oder so. Du musstest wirklich nur Dungeons farmen und konntest dann Fragmente gegen Schmuck eintauschen. Also ein bisschen anders, als es jetzt ist, wo du ja zusätzlich noch diesen Staub brauchst, den du aus bestehenden Schmuck erhalten musst im Endeffekt. Da war das ein bisschen leichter, an diesen in Anführungszeichen neuen oder in Anführungszeichen FEC-Schmuck zu kommen. Und den habe ich mir auf jeden Fall geholt. Einmal das Spellweaver-Set, einmal das Warbringer-Set und zweimal noch das Verteidigungsset. Das liegt jeweils clean bei meinem Ally und bei meinem Knight auf der Bank. Noch nie verwendet für irgendwas. Hat ja auch keinen Set-Effekt mehr. Von dem ist es jetzt einfach nur noch ein etwas besserer Plug und Stam im Endeffekt. Und, aber halt clean. Und ja, keine Ahnung, was ich damit jemals machen werde, ehrlich gesagt. Aber ja, das liegt bei mir noch so rum. Also insgesamt 4 Schmucksets erfarmt, wie gesagt, und die Sets und die Waffen, wo ich gerade schon gesagt habe. Ja, dann das nächste, was tatsächlich echt erst relativ spät im Jahr passiert ist. Ich kann es nicht mehr genau festhalten, weil ich für jeden Char so ein eigenes Video gemacht habe, deswegen kann ich jetzt nicht mehr genau... Also es war auf jeden Fall Mitte des Jahres ungefähr, Mitte bis Ende des Sommers ungefähr. Haben alle meine Chars auf Burudeng dann irgendwann mal 140 erreicht, und zwar nur durch Tower Dailies. Ja? Also ich habe 140 erreicht mit all meinen Chars relativ spät, weil ich ja dann, wie gerade schon gesagt, FEC-Server kam und dort habe ich ja aktiv gegrindet. Habe ich ja dann Burudeng quasi für ein paar Monate mehr oder weniger verlassen. Aber ich habe natürlich noch meine Tower Dailies gemacht und da haben wir, wie gesagt, dann einfach das Ganze so geschafft, dass wir mit allen Chars 140 nur durch Tower Dailies dann letztendlich erreicht haben. Also von 132 plus an, im Endeffekt nur mit Tower Dailies. Und ja, auch das war trotzdem dann ein Meilenstein, den ich erreicht habe mit, wobei es auf Burudeng dann tatsächlich nur 7 Charakter waren, mit 7 Charaktern 140 erreicht habe. Dann habe ich bei meinem Ranger, was rückblickend auch keine so gute Entscheidung war, noch ein Fitzif-Set plus 8 mit 28% geupgradet. Das war deswegen dann eine blöde Entscheidung, weil ich ganz am Ende vom FEC-Server mich noch entschieden habe, das goldene Fitzif-Set plus 10 zu machen. Fragt mich nicht wieso. Ja, manchmal treffe ich Entscheidungen, wo ich mich Monate später selber frage, wieso habe ich das so entschieden. Jedenfalls habe ich jetzt ein FEC Golden Ranger Set plus 10, wo aber nur 16% ATK drin sind. Und ich habe ein normales Fitzif Set plus 8 mit 28%. Also so viel zum Thema Entscheidungen und so. Aber wie gesagt, das ist manchmal nicht so einfach. Also das Fitzif Set habe ich tatsächlich vor dem FEC Set geupgradet. Also das hat sich auch so ein bisschen überschnitten. Das war, glaube ich, 2-3 Monate davor. Ja, etwas unlucky, dass ich dann letztendlich mich doch noch dazu entschieden habe, das goldene Fitzif-Set zu machen. Aber ich glaube, es hat einfach daran gelegen, dass ich es für mein Blade auf jeden Fall nicht machen wollte. Mein Blade hatte schon ein Set plus 10 mit 28% und keins plus 8 mit 28%. Psykeeper wollte ich erst recht nicht haben. Und letztendlich war dann eigentlich nur noch Ranger übrig. Und deswegen habe ich mich, glaube ich, für Ranger entschieden. Also es hat nicht wirklich Sinn ergeben, das wusste ich damals auch. Aber es war einfach das Einzige, was überhaupt Sinn ergeben hätte. Und deswegen habe ich das gemacht. Aber wie gesagt, hinterfragt es nicht zu sehr. Was wir dann noch hatten, war ein eher unschönes Ereignis, und zwar der $5000 Guild War Abuse, wenn ihr euch da erinnern könnt. Da hat ja ein Totemia-Spieler so fast schon detektivische Arbeit geleistet und da diese Guild War Besetzung, kann man das schon fast nennen, wo einzelne Gilden den Guild War komplett nur mit eigenen Gilden und eigenen Charaktern gefüllt haben, also Low-Level Guild War.
und andere Spieler quasi mehr oder weniger davon ausgeschlossen haben, um sich die kompletten Belohnungen unter den Nagel zu reißen. Und zudem kam noch hinzu, dass wohl ein Developer darüber gut Bescheid wusste und dem Ganzen nicht entgegengewirkt hat, nicht von alleine gesagt hat, hey, was ihr da macht, ist falsch, wir sollten, also das lasse ich nicht zu, ich werde dafür sorgen, dass wir das ändern. Also angeblich wusste der wohl davon. Und das war eine ganz schön krasse Verschwörung, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Wie gesagt, wenn ihr es nicht wisst, einfach $5.000 Guild War Abuse oder so bei YouTube eingeben, solltet ihr auch finden können. Oder ich verlinke es euch, wenn ich dran denke. Jedenfalls war das im Endeffekt ja ein Abusing einer Spielmechanik, wo aber schon wirklich, also ich meine, ich nenne mich ja selber 8-Char-Abuser, aber der Unterschied ist halt, und das muss man sich wirklich immer vor Augen halten, also Abuse ist nicht gleich Abuse und das sage ich in dem Sinne von, wenn du selbst einfach etwas tust, ohne irgendjemand anderen zu beeinträchtigen, dann kann das jedem anderen ja im Endeffekt egal sein. Aber dort haben sie ja aktiv dafür gesorgt, dass andere Leute gar nicht am Guild War teilnehmen konnten und sich die gesamten Belohnungen mit hunderten von Charaktern, also unter 5 Leuten haben sich hunderte Charakter angemeldet, wo man einfach nur, wenn man das einfach nur hört, denkt man sich schon, okay, das klingt einfach schon falsch, hunderte Charakter und so. Also das ist schon nochmal ein anderes Level von Abuse, auf dem wir uns da befanden. Und entsprechend haben die auch eingegriffen, die Belohnungen für Guild War wurden ja teilweise ausgesetzt, beziehungsweise auf jeden Fall erheblich verschlechtert. Und ich weiß nicht, ob Strafen verteilt wurden, ehrlich gesagt, aber das ganze Thema ist dann irgendwann auch so ein bisschen abgeflacht. Also irgendwann hat es die Leute auch nicht mehr so sehr interessiert. Aber Gala hat es zumindest nicht komplett ignoriert und das war ja auch schon mal etwas, was nicht selbstverständlich ist. Dann später im Jahr, auch Spätsommer Richtung Ende FEC, haben wir uns noch das chinesische Flive angeguckt. Auch das war ziemlich interessant. Ist jetzt kein gigantischer Meilenstein gewesen, aber etwas, was wahrscheinlich die meisten Leute vorher noch nie zuvor gesehen haben. Und wir haben uns die Geschichte von Flive 2 oder auch F2 Floating Fortress angeguckt. Auch das war mega interessant. Das waren eigentlich so meine persönlichen Highlights des ganzen Jahres, weil es einfach etwas komplett Neues war, was man so noch nie gesehen hat oder ich zumindest noch nie gesehen hatte. Und ja, das war super interessant. Hat mir auch echt viel Spaß gemacht, die Videos zu machen. Und sowas hatte ich eigentlich noch weiter geplant. Also ich wollte eigentlich mindestens noch ein weiteres Video in dem ähnlichen Stil machen. Also so ein bisschen Flive-Geschichte aufarbeiten sozusagen. Aber ja, leider, weil mir mein Leben einfach zu stressig geworden ist, bin ich da nicht dazu gekommen, weil solche Videos dauern echt lange. Also ich saß da teilweise wirklich nach dem Stream noch 5 Stunden auf Google und habe Sachen nachgeschaut und so. Also das ja, dauert dann schon einfach sehr lange, sowas vorzubereiten. Und ja, Richtung Ende des Jahres, oder also wirklich Ende des Jahres, das ist jetzt vor 1-2 Monaten. Was kam noch? New Horizon kam am 9. November, also das ist jetzt gerade mal 2 Monate her, also wirklich noch relativ aktuell. Das war so Richtung Ende des Jahres bei Flive Universe das Highlight. Und Flive allgemein extrem überraschend, vor allem für mich. Also Flive PC-Spieler haben das vielleicht schon vorher gewusst oder ja, Hinweise darauf gesehen oder bekommen. Flive PC oder Flive Online V23 wurde auch noch released am 18. Dezember, also vor nicht mal einem Monat. Also auch das extrem krank, dass da noch ein neues Update für Flive PC tatsächlich kam. Es war kein gigantisches Update, also es war kein kleines Update tatsächlich, muss man sagen. Also kein jetzt, ja, wir patchen jetzt 3 Bugs und dann nennen wir das einfach Update so ungefähr. Es war schon mehr auf jeden Fall, mehr neue Skills, also vor allem passive Skills, aber neues Equipment, Talismane gibt es jetzt bei Flive PC, die gibt es bei Flive Universe zum Beispiel nicht. Also schon ziemlich cool. Das Einzige, was halt leider gefehlt hat, war ein Levelgebiet. Interessiert es euch wahrscheinlich bei Flive Universe nicht so sehr, aber ja, das Einzige, was halt gefehlt hat, war im Endeffekt ein Levelgebiet, sonst hätte man es tatsächlich ein sehr gutes Update nennen können. So war es ein gutes Update. Mit dem Levelgebiet zusammen wäre es ein echt sehr gutes Update gewesen, muss man wirklich sagen. Also sehr überraschend, dass für Flive da tatsächlich noch so viel, in Anführungszeichen so viel gemacht, getan, investiert wird. Also scheint wohl entgegen aller Behauptungen von verschiedensten Seiten immer noch ziemlich gut zu laufen oder gut genug, dass da auf jeden Fall tatsächlich immer noch aktiv Geld reinvestiert wird in die zumindest geringfügige Weiterentwicklung des Spiels. Und letztlich, was man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist jetzt auch nichts wirklich Erfreuliches, aber die Einnahmen von Flive Universe sind im Laufe des Jahres 2023 stark zurückgegangen. Also Anfang des Jahres, wo das Spiel noch erst, sag ich mal, ein halbes Jahr released war, sah es noch ziemlich gut aus, aber vor allem während der FEC-Zeit auch, was noch umso erschreckender ist, würde ich behaupten, sind die Einnahmen von Flive Universe wirklich extrem zurückgegangen.
Wird es interessant, wie so die nächsten Geschäftsberichte aussehen. New Horizon kam ja raus. Es wird jetzt wahrscheinlich irgendwann im Laufe des, also hoffentlich nicht allzu lange, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres das nächste Update kommen. Also die Hoffnung ist ja immer so auf 6 Monate ungefähr, Pi mal Daumen. Ob sie das schaffen werden, ist natürlich die große Frage. Ja, ich meine, wenn es 7 Monate wären, wäre es auch nicht so schlimm, aber auf jeden Fall, sag ich mal, bis zum Halbjahr sollte da schon wieder was kommen. Also wenn sie jetzt wieder monatelang gar nichts machen, wäre das große Risiko, dass die Einnahmen weiter sinken und das nicht aufgehalten wird. Also wie gesagt, die nächsten 2 Geschäftsberichte, Quartalsberichte, die werden extrem interessant werden aus der Einnahmenseite von Flive Universe. Und ja, das war so ein bisschen das Jahr 2023 nochmal kurz zusammengefasst. Also es ist wirklich sehr viel passiert, kann man sagen. Es ist jetzt natürlich auch extrem vereinfacht alles zusammengefasst. Also ihr könnt gerne meine Playlist, Flive Universe Playlist, Livestream Playlist, Stream Highlight Playlist, alles nochmal durchgucken und die Videos euch angucken, wo interessant klingen. Wir haben sehr viel geupgradet, wie gesagt. Ihr habt ja gehört, also ich hab noch nie in meinem Leben so viel das Sets plus 10 und so viel Zeug geupgradet wie 2023. Rückblickend betrachtet habe ich ein bisschen Schmuck vernachlässigt. Also ich habe zwar gesagt, ja, der Mois plus 19 und so richtig cool und ist auch, also habe ich auch wirklich so gemeint und so. Aber man muss bedenken, ich habe so viele Sets geupgradet, wenn ich nur halb so viele Sets geupgradet hätte, könnte ich wahrscheinlich schon über Schmuck plus 20 verfügen. Und nicht nur wahrscheinlich, sondern höchstwahrscheinlich. Also muss schon sagen, ich hätte mich vielleicht ein bisschen mehr auf Schmuck konzentrieren können oder sollen, aber das mache ich halt jetzt. Ja, ich meine, ich habe jetzt bei jedem Char-Set plus 10, Waffe plus 10 in der Regel, also gutes Equipment auf jeden Fall. Wo ich wirklich hinterher hinke, ist mein Schmuck. Der ist halt grundsätzlich nicht so gut im Vergleich mit anderen High-Level-Spielern. Aber das mache ich eben jetzt und ja, von dem her besser spät als nie, würde ich sagen. Und genau. Aber ja, wirklich sehr viel passiert. Sehr cooles Jahr 2023. Also ich hoffe, 2024 wird ähnlich nice werden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Problem sein sollte. Und ja, ihr könnt mir gerne eure Highlights vom Jahr 2023, entweder von mir, vom Stream oder generell von Flive oder eure persönlichen Achievements in Flive in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Flive Universe Video wieder oder auch im Stream. Link in der Videobeschreibung zum Stream. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.